So, nun sind wir in Kapitel 10 angelangt. Hier geht es um die sogenannte dritte Pandemie. Die Pest verschwindet aus dem europäischen Raum, so spätestens eigentlich im 18. Jahrhundert. Und die Gründe dafür sind eigentlich bis heute unbekannt. Es gibt sicherlich ein Bündel von Möglichkeiten, woran das liegt. Die Häuser werden besser gebaut, sodass die Ratten nicht überall wieder Unterschlupf finden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass eben zum Beispiel durch vermehrten Baumwollimport und billigere Kleidung die Menschen sich besser sauber halten konnten, öfter die Kleidung wechseln konnten, als es vorher der Fall war. Also es gibt eine Bündel von Möglichkeiten, man weiß es aber bis heute nicht, woran es denn tatsächlich lag. Dass die Pest aus Europa verschwunden ist, heißt natürlich nicht, dass die Pest weg ist. In anderen Bereichen der Welt ist sie ständig da. Im östlichen Mittelmeerraum ist sie auch im 19. Jahrhundert sehr stark vertreten und auch im chinesischen Raum, wo sie wahrscheinlich durchgängig letztendlich seit dem frühen Mittelalter vorhanden ist und wo es auch traditionelle Mittel eben gegen die Pest gibt, wie zum Beispiel Amulette oder auch dieses sogenannte Realgar, also ein Arsenmineral, was gegen die Pest helfen soll, aber natürlich auch von sich aus nochmal hochgiftig ist. Von China aus kommt allerdings die Pest noch einmal als Bedrohung um die Welt. Das ist eben dann die sogenannte dritte Pandemie. Sie beginnt Ende des 19. Jahrhunderts im Süden Chinas und breitet sich langsam aus und erreicht dann aber 1894 den Handelshotspot Hongkong, damals zum britischen Weltreich gehörig, und von Hongkong aus verbreitet es sich in den nächsten Jahren wirklich rund um die Welt. Alle heute bekannten Pestherde gehen also auch genetisch auf diesen Ausbruch zurück. Das Ganze geht in einer Zeit vonstatten, wo eigentlich die Schiffe schon deutlich moderner sind, deutlich schneller sind natürlich als im Mittelalter. Es gibt moderne Navigationsinstrumente, mit denen eben auch weite Strecken in offener See überwunden werden können. Das Ganze dauert trotzdem einige Jahre, bis sich es genau verbreitet hat, weil eben damals die Staaten schon schnell reagieren und zusammenarbeiten in sogenannten Sanitätskonferenzen, internationale Standards festlegen, was die Desinfektion angeht, was die Quarantäne natürlich auch nochmal angeht, also dass Waren und Menschen eine gewisse Zeit lang isoliert werden müssen. Also das funktioniert schon ganz gut, aber auch nicht perfekt. Deswegen kann sich die Pest eben auf den amerikanischen Kontinent, aber auch weiterhin nach Afrika und Europa ausbreiten. Es gibt regen Handelsverkehr und wie bei allen anderen Pandemien, die wir schon behandelt haben, hat der Handelsverkehr natürlich auch wieder eine Rolle, weil die Ratten und mit ihnen die Flöhe auf den Schiffen mitfahren. Es gibt auch Verbindungen zum Beispiel nach Deutschland, weil sehr viel Reis importiert wird aus China und aus Vietnam zum Beispiel. Aber es gibt auch andere Produkte, auch neuartige, wie zum Beispiel Öl für Lampen, das aus den USA vor allem stammt und über den Pazifik an die Kunden in China geliefert wird in Fässern. Dort haben Ölfirmen auch kostenlos oder gegen wenig Geld Öllampen vertrieben und damit eben die Nachfrage erst nach diesem Öl gesteigert. Und dieser transpazifische Verkehr führt dann auch dazu, dass letztendlich die Pest über die hawaiianischen Inseln dann auch in die Vereinigten Staaten kommt. In Europa kommen nur einzelne Fälle vor, dennoch gibt es eine gewisse Furcht natürlich, dass auch die Pest wieder Europa heimsuchen könnte. Ein sehr schönes Zeichen dafür ist eigentlich diese wunderbare Zeichnung des schweizerischen Künstlers Böcklin. Eigentlich ist ja zur damaligen Zeit die Cholera die Seuche des 19. Jahrhunderts, die Angst und Schrecken verbreitet. Deswegen nennt er diese Vorzeichnung zu diesem Gemälde auch die Cholera. Aber dann trifft die Nachricht von der Pest in Hongkong ein und die Umsetzung zu einem großen Gemälde, das er dann auch anfertigt, das nennt er dann die Pest und eben nicht mehr die Cholera. Das zeigt so ein bisschen eben, dass die Pest durchaus noch eine Rolle spielt, wahrscheinlich auch schon als Mythos im kollektiven Gedächtnis, wo einfach die Furcht vor dieser Seuche sehr stark verankert ist. Die Pest in Hongkong breitet sich immer weiter aus, in der Stadt vor allem natürlich. Es gibt Zehntausende von Toten, die in provisorischen Lazaretten aufgefangen werden und dort versorgt werden. Soldaten der damals dort stationierten Infanterieeinheit räumen alle pestverseuchten Häuser, verbrennen die Möbel und Ähnliches und desinfizieren das Innere. Also eine große Arbeit, die hier jetzt getan wurde, aber die Verbreitung der Pest nicht wirklich verhindern konnte. Sie haben also mit viel zu wenig Kapazitäten immer nur hinterherarbeiten können.
Am Ende der Pest wurde für die damals beteiligten Soldaten eine Medaille aufgelegt, die eben dann auch verliehen wurde, und die Offiziere bekamen von der Stadt Hongkong als Geschenk auch solche Medaillen in Gold, aber auch zum Beispiel 2 von diesen großen silbernen Räuchergefäßen verliehen, eben als Erinnerung. Man muss dazu sagen, das hat sicherlich auch was mit der Wertschätzung eben der britischen Soldaten und Offiziere zu tun, weil die chinesischen Helfer, von denen es natürlich auch sehr, sehr viele gab, die haben nicht so ein solchartiges Geschenk bekommen, eben der koloniale Rassismus, der sich da auch ein bisschen die Bahn bricht. In Hongkong geschah allerdings dann auch etwas für die Bekämpfung der Pest deutlich Wichtigeres, und zwar wurde der Pesterreger tatsächlich entdeckt, das Bakterium. Die junge Mikrobiologie lieferte sich ein Rennen darum, wer denn den nächsten Krankheitserreger wohl entdeckt, und da waren die führenden Institute, wie zum Beispiel das Institut von Robert Koch, aber auch das Institut von Louis Pasteur, eben auf der Suche nach neuen Erregern. Und Pasteur schickte den jungen Arzt Alexandre Yersin nach Hongkong, um dort eben die Seuche zu erforschen. Und ihm gelang es dann 1894 auch mit relativ einfachen Methoden das Pestbakterium nachzuweisen. Wir haben hier einmal ein Bild, wo er vor seinem provisorischen Labor steht. Ihm standen jetzt im Gegensatz zu anderen nicht eben professionelle Einrichtungen zur Verfügung. Das war in diesem Sinne aber auch vielleicht gar nicht schlecht, weil das etwas andere Klima, schwülere Klima in dieser Hütte das Pestbakterium begünstigte, während andere Krankheitserreger, die er in den Kulturen hatte, eben noch nicht wirklich aufblühen konnten, weil die Temperatur für sie noch nicht perfekt war. Und so hat er wirklich das Bakterium entdecken können, hat es auch gleich publiziert und somit eben der Welt verkündet, dass der Krankheitserreger, das Pestbakterium, gefunden wurde. Kurze Zeit später wurde dann auch die Verbreitung über die Ratte entdeckt, und es wurden Versuche unternommen, erste Impfstoffe zu entwickeln, was allerdings nicht wirklich funktioniert hat. Hier einige dieser Gerätschaften, die eben den damaligen Forschern zur Verfügung standen. Ein Brutschrank, den hatte Yersin eben in Hongkong nicht, aber ein Mikroskop wird er sicherlich gehabt haben, eben um dann nachher auch diesen Erreger zu entdecken. Von Hongkong aus, wie gesagt, verbreitet sich die Pest in die ganze Welt. Betroffen ist auch der amerikanische Kontinent, bekannt sicherlich die Pest von San Francisco ab 1900, wo auch dann in den damaligen Medien, also den Zeitungen, stark darüber berichtet wird. Also es gibt hier einige Ausgaben, wo auch wie eigentlich in der frühen Neuzeit zunächst einmal der Ausbruch der Pest geleugnet wird, natürlich auch um wirtschaftliche Konsequenzen abzuwehren, aber dann nachher doch bekannt wird, die Pest ist in San Francisco und konnte dann natürlich auch bekämpft werden. Es wurden Häuser abgerissen, die eben nicht mehr als gesund galten, und durch Neubauten ersetzt, und es wurden natürlich auch Quarantänemaßnahmen durchgeführt. Mit der Entdeckung des Pestbakteriums ergibt sich natürlich auch die Möglichkeit des Missbrauchs. Das heißt, die Militärs haben wieder den bakteriologischen Krieg auf dem Plan eigentlich gehabt. Im Deutschen Reich war das nicht besonders populär, im Ersten Weltkrieg zumindest, weil eben die Sorge der Kontrollierbarkeit der Krankheit bestand. Auch andere Nationen haben nicht weiter an diesen Bakterien geforscht. Anders im Zweiten Weltkrieg, vor allem im japanischen Bereich, wo eben eine große Einheit der japanischen Armee damit beschäftigt war, eben bakteriologische Kriegsführung zu erforschen. Das Ganze geschah im besetzten China, in dem Ort Pingfang, wo eine große Fabrik gebaut wurde, wo man wirklich Bakterien in großem Maßstab züchten konnte, herstellen konnte. Dort wurden auch extrem grausame Versuche an Menschen gemacht, eben um die Wirksamkeit dieser möglichen Kampfstoffe zu testen. Also da ist das schon eigentlich von der Grausamkeit durchaus vergleichbar mit den Versuchen, die halt in den KZs in Deutschland gemacht wurden. Als militärische Waffe hat sich das allerdings nicht durchgesetzt. Es hat sich herausgestellt, dass es einmal sehr, sehr kompliziert ist, das Bakterium überhaupt militärisch einzusetzen, weil es sehr empfindlich ist. Einigermaßen erfolgreich waren Abwürfe von Bomben, die Flöhe enthielten, die eben mit dem Pestbakterium verseucht waren. Das hat auch zu Opfern unter der chinesischen Zivilbevölkerung geführt, die eben als Testobjekte herhalten mussten. Und einmal ist es halt so auch gewesen, dass die japanischen Truppen die vorher bombardierten Gebiete zu schnell überrannt haben und sich selber infiziert haben. Also es war nicht kriegsentscheidend und auch eigentlich militärisch gar nicht wirksam. Die damals beteiligten japanischen Forscher wurden in den Kriegsverbrecherprozessen, die dann folgten in Tokio, nicht belangt.
weil eben die amerikanischen Sieger sie geschützt haben, um eben ihre Forschungsergebnisse für ihre eigene bakteriologische Kriegsführung abzugreifen, ähnlich wie die deutschen Raketenforscher dann eben auch geschützt wurden. Auch im Koreakrieg soll eben diese Waffe zum Einsatz gekommen sein. Das wurde zumindest den USA vorgeworfen. Es gab aber im Kalten Krieg natürlich einige Propagandaschlachten, auch jetzt um diese Kriegsführung letztendlich, sodass bis heute nicht wirklich feststeht, ob jemals diese Waffe zum Einsatz gekommen ist oder nicht. Wie gesagt, propagandamäßig ausgeschlachtet, aber bis heute eben kein klares Bild davon. Mit der Erfindung der Antibiotika ist die Pest dann eigentlich ab der Mitte des letzten Jahrhunderts durchaus bekämpfbar und heilbar. Dennoch kommt es immer noch zu Infektionen, auch sicherlich auf sehr ungewöhnlichem Weg. Deswegen steht hier dieser Rasenmäher einmal. Das ist nicht, weil wir keinen Unterstand mehr für unsere Gartengeräte hier im Museum haben, sondern weil es auch den Bericht gibt, dass eben eine Frau sich in den Vereinigten Staaten angesteckt hat, weil sie aus Versehen mit so einem Rasenmäher über ein Erdhörnchen gefahren ist, das eben von der Pest befallen war und durch das herumspritzende Gewebe eigentlich sich dann auch infiziert hat. Also man muss auch aufpassen, auch Haustiere, die natürlich in Haushalten ein- und ausgehen, können auch in den Vereinigten Staaten oder anderen Pestherden letztendlich die Pest übertragen. Ja, was würde letztendlich geschehen, wenn bei uns heute ein Pestverdachtsfall auftreten würde, was zwar nicht sehr wahrscheinlich ist, aber durchaus vorkommen kann. Und da hat uns die Feuerwehr Essen ihr Equipment ausgeliehen, was eben zur Behandlung von hochinfektiösen Krankheiten benutzt wird oder zum Transport von Menschen mit hochinfektiösen Krankheiten. Sicherlich das aufsehenerregendste Gerät, dieser sogenannte Schneewittchensarg, also eine Trage, die ein eigenes Filtersystem hat, das also eine Ansteckung der Umgebung ausgeschlossen ist, aber trotzdem der Patient behandelt werden kann. Und es ist sehr, sehr aufwendig, einen solchen Verdachtsfall wirklich sachgerecht zu transportieren. Es fahren also mehrere Wagen der Feuerwehr aus. Alles ist zur Sicherheit doppelt vorhanden, also der Rettungswagen und Ähnliches, dass, wenn etwas ausfällt, eben auch gleich ersetzt werden kann. Es werden sehr viele Einmalbestandteile benutzt, die halt nachher direkt entsorgt werden können, und alles, was nachher noch weiter Bestand haben soll, wird aufwendig desinfiziert, zum Beispiel mit so einem hochtechnisierten Desinfektionsgerät, wo Formalin und Ammoniak verdampft werden, um eben die Wagen und das Material dann eben wieder zu desinfizieren. Wie schon erwähnt, seit es die Antibiotika gibt, ist die Pest prinzipiell behandelbar. Man muss lediglich früh genug erkennen, dass es sich um die Pest handelt, und dann kann man mit Antibiotika das Ganze eben auch heilen, wenn das noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Deswegen hier einmal eben ein solches frühes Antibiotikum, Streptomycin aus den 50er Jahren, mit dem eben solche Pestfälle dann behandelt werden können. So viel als kurzer Überblick eben zur Abteilung 10, und jetzt gehen wir dann in die letzte Abteilung der Ausstellung.